Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist mein Tag. Ihr habt hier, wir machen heute ein bisschen ausführlicheres Orakel. Ihr habt hier den Zitrin und den grünen Fluorid als Auswahlmöglichkeit. Und ich bin gespannt, was wir hier kriegen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich kann euch nicht viel berichten. Ich sitze hier mit der Wärmflasche am Bauch. Es tut gerade gut. Ich weiß, den ganzen Sommer bin ich am Jammern, dass wir hier so warm haben. Aber wenn es mir kalt ist, kann ich mir wohl eher Abhilfe verschaffen, wie wenn es zu warm ist. Wobei ich hier auch nochmal echt betonen muss, dass eure Spendenaktion für den Ventilator, der hat mir echt mega geholfen, über den Sommer zu kommen. Also das ist schon ein Unterschied. Ich habe ihn auch lange gebraucht dieses Jahr, also kann ich jetzt nicht anders sagen. Ja, wie gesagt, ich mache es heute ein bisschen ausführlicher. Ausführlicher, warum möchte ich immer ausführlicher sagen? Ausführlicher. Gott sei Dank kann ich noch über mich selbst lachen. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch nochmal bei allen, die mir hier treu das ganze Jahr folgen und mir gut gewogen sind, mich unterstützen, mich aufbauen, mir gute Energie senden. Auch an die, die ihre, Zeit damit verbringen, sich ein Video ganz anzugucken. Auch an euch nochmal schönen Dank. Oh je, das sind gleich 3. Denn das ist auch heute nicht mehr selbstverständlich. Alles soll immer nur kurz und schnell sein. Wobei ich es auch verstehe, zu viel und zu lang kann ich mir auch nicht mehr geben. Deshalb versuche ich es so kurz wie möglich zu machen. Aber ich möchte mich auch nicht immer dazu hinreißen lassen, hier wie so ein Roboter die Sachen runter zu beten. Okay, dann würde ich sagen, wir belassen es mal dabei. Ihr dürft euch entscheiden. Gelber Zitrin, grüner Fluorid. Fällt mir ein bisschen schwer heute, mir persönlich. Ich nehme den grünen Fluorid. Die andere Seite legen wir mal weg. Hier kommt schon mal Freude auf. Ich sage euch gleich mehr, wir legen sie erst hin. So, das ist schon mal sehr spannend. Wir haben so ein bisschen auch gegensätzliche Energie. Im Prinzip geht es zunächst erstmal um die Freude. Ja? Das ist so das oben gestellte Thema, das wir hier haben mit dem Kolibri.
Also es geht darum, sein Herz wieder zu öffnen für die freudigen Dinge, für Geselligkeit und Spaß. Und es geht auch darum, dass wir immer wieder so ein bisschen das Gefühl haben, dass Leben mit Leiden verbunden ist und dass Entwicklung mit Leiden verbunden ist. Und hier wird eben gesagt, die Seele wächst und gedeiht, auch wenn du glücklich bist. Ne? Umarme das Leben, dich selbst, andere. Äh, Vielleicht verbringt man hier auch ein bisschen Zeit, das doppelt sich hier, damit darauf zu warten, dass die Umstände sich verbessern. Aber im Prinzip sind wir hier fertig. Wir brauchen nicht warten, bis andere uns Sachen präsentieren, bis die Welt uns einen besseren Impuls bietet, bis das Wetter besser ist, bis die Jahreszeit anders ist, sondern wir haben das Hier und Jetzt, um loszulegen, ne? Wir können alles selber in die Hand nehmen und wir werden uns einfach mal wieder gewahr, dass das Glück in unseren Händen auch ein bisschen liegt. Ja? Das Leben verändert sich sowieso, manches dreht sich, wendet sich, aber es ist eben nicht unsere Aufgabe, immer nur zu leiden. Hier gehört es auch dazu, die eigenen Grenzen zu schützen. Man muss nicht alles auf einmal machen. Aber irgendwann muss man halt damit anfangen, also die Dinge vor sich herzuschieben, scheint hier nicht mehr an der Zeit zu sein, denn wir haben hier so ein Pendant zwischen Loslegen und Warten, in dem man sich vielleicht befindet. Und es geht natürlich wieder mal sehr um den Augenblick. Ne? Hier haben wir noch die Dualität mit dabei. Hier losgehen und warten, sich in Bewegung setzen. Wir haben das Element, lasst mich gucken, Wasser dabei, die Emotionen auf jeden Fall auch. Ja, und es geht einfach darum, die Grenzen auszuloten, stark zu sein, Freude zu entdecken und sich auch immer wieder zu suggerieren, dass alles gut wird. Ne? Jetzt guckt euch das mal an, wir haben hier den Ehrenpreis, da wird auch gesagt, hier kommt was in Bewegung, ja, hier lösen sich Gefühlsstauungen, hier geht es plötzlich los, das haben wir hier mit dem Lenormand auch. Die Sense gibt dem Reiter hier den Impuls loszugehen, also verschwendet eure Zeit nicht mit Warten, bis Sommer ist, bis Winter ist, bis übermorgen ist, sondern lebt. Die Zeit ist hier auch damit verbunden, wir haben hier das Element Wasser und hier irgendwie auch, ne, dass das, was sich in euch aufgestaut hat, nun mehr in den Flow kommt. Wir sollen hier Vertrauen auch haben, in die Zeit, in uns, in alles, was uns umgibt. Und von den Häusern her haben wir hier noch das 6. Haus, ein Haus des Elements Erde. Es geht um unsere Gesundheit, die Haustiere und die Arbeit. Und um die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Also Wasser- und Erdenergie sind hier auf dem Weg zu uns. Hier haben wir das Thema Wahrheit. Und hier geht es darum, dass das, was man sich selber fragt, der Wahrheit entspricht. Na, vielleicht hat man hier so ein bisschen Zweifel. Soll ich nicht? Könnte das sein, könnte das nicht sein? Und vertrau deiner Intuition. Das, was man hier für sich wissen will, ist die Wahrheit, die eigene Wahrheit. Es gibt Menschen, die haben andere Wahrheiten. Und es gibt hier auch keinen Grund mehr, auf sich selbst oder andere sauer zu sein. Ne? Es ist, wie es ist. Wir können die Uhr nicht zurückgehen, aber wir können sehr wohl dafür sorgen, dass die Zeit, die wir haben, gut verbracht wird. Hier unten haben wir jetzt noch, mach dein Herz auf mit der roten Rose. Das doppelt sich so ein bisschen mit der Freude, denn hier wird einfach gesagt, wenn man das Herz öffnet, werden die vergangenen Blockaden und Wunden schneller genesen und man findet auch wieder mehr zu seiner Leidenschaft zurück. Das doppelt sich hier auch. Noch eine kleine Botschaft, ne? Mach das, was du für dich richtig hältst. Hier ist der Gruppenzwang ein Wort, ne?
Lass dich nicht von anderen zu irgendeiner Entscheidung nötigen, die du komplett anders siehst. Jeder hat seine Wahrheit, jeder hat seine Meinung. Und es ist auch nicht unsere Lebensaufgabe, den einen oder den anderen von unserer Wahrheit zu überzeugen. Schutzengelbotschaft haben wir hier noch Crystal. Sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes Neues. Allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. Also lebe die Freude, beweg dich und warte nicht auf morgen, übermorgen oder in 10 Jahren. Wunderbar. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Ihr habt die Reinigung. Ich lege auch hier erstmal alle Karten hin. Das passt sehr gut, denn einerseits steht hier Entrümpelung und Reinigung und Aufräumen an. Und das soll dazu dienen, dass ihr hier in die Einfachheit geht. Ne? Einfachheit heißt einfach, dass man sich nur mit dem Nötigsten beschäftigt und alles, was einen so vollstopft und wo überflüssige Dinge sind, dass man die einfach nicht mehr nährt. Erzähl jemandem, wie du dich fühlst. Könntet ihr hier auch Reinigung mitbringen. Ihr habt hier den Schlüssel und den Ring. Es geht hier um Verträge, Verbindungen, Beziehungen. Ihr könnt euch möglicherweise hier neue Türen öffnen oder irgendeinen Erfolg einbringen in euer Leben. Ihr habt hier die Möglichkeit, euch relativ sicher zu fühlen bei dem, was ihr tut. Und möglicherweise winkt euch hier irgendein neuer Vertrag, ein Auftrag oder ihr kriegt ins Beziehungsleben ein besseres Gefühl. Ihr sollt positiv bleiben. So, Moment. Oh, ihr habt Venus dabei. Okay, also mit der Kiefer habt ihr hier tatsächlich das Ding, dass ihr Situationen klärt, euch selber klärt, für Ordnung sorgt, alles aufräumt, entsorgt, was ihr nicht mehr braucht. Hätten wir jetzt früher, würde ich es Frühjahrputz nennen. Und bei der Kiefer ist es tatsächlich noch so, dass die aussagt, dass schon so ein Prozess stattgefunden hat und dass wir jetzt eben gucken, was machen wir mit dieser geklärten Energie. Mit der Venus haben wir tatsächlich noch Einflüsse, die uns kleines Glück mehr bringen, wo wir wieder Schönheit und Liebe entdecken und wo es uns einfacher gelingt, nicht so mit vollgestopfter Energie durchs Leben zu gehen. Hier kriegen wir gesagt, dass wir positiv bleiben sollen. Vertrauen auch, hatten wir auf der anderen Seite auch. Und dass wir Fragen und Gebete beantwortet kriegen durch synchrone Ereignisse. Wenn man dann da drauf guckt, vermehren die sich auch noch. Und ja, die Gebete verwirklichen sich auch, wenn wir es manchmal nicht sehen können, ne? Oder wenn es noch nicht greifbar ist. Hier kannst du dir vielleicht mal Gedanken machen, welche Alltagsrituale dir wichtig sind. Wir haben hier die Waage dabei, das Sternzeichen, und wir haben das Element Erde. Also auch eine sehr ausgleichende Energie. Von den Bäumen her habt ihr die Birke und es geht darum, eben Fröhlichkeit, Leichtigkeit in unseren Alltag zu bringen, in unser Leben. Auch darum, spielerisch das Unbekannte zu entdecken, also etwas Neues auch nicht so schwer zu nehmen. Und es geht auch darum, freudig mal anzufangen und nicht mit diesem ne? Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber irgendwie muss man ja durchs Leben kommen und die Karten zeigen uns immer auf, wie es Möglichkeiten gibt, sich die Dinge immer wieder neu vor Augen zu führen und neu zu betrachten und vielleicht auch neu zu verstehen, was noch nötig ist und was nicht, ne?
Der Schutzengel sagt uns hier, dass jetzt eine Zeit ist, Informationen zu sammeln, zu lernen und das, was wir hier umsetzen oder aufschnappen oder verstehen vom Leben, das können wir hier in der Zukunft auch anwenden. Ihr habt sehr viel klärende Energie, das hätte mich jetzt auch gewundert, weil mit der Reinigung ist es natürlich auch so, dass sich das Umfeld klärt, die Aura klärt, also ich nenne es sogar mal so, da sind auch Menschen mit betroffen, wo man einfach merkt, dieser Schuh passt einfach nimmer. Und man darf ja auch sich bewusst Negatives vom Hals halten, ne? Das ist nicht der Zwang, dass wir negative Dinge nähren für uns. Hier gibt es uraltes Wissen, das doppelt sich auch ein bisschen. Hier geht es darum, dass man eben das Wissen schon besitzt, das man braucht und dass man, je geklärter man ist, hier auch immer weiter an dieses Wissen drankommt und es für sich und das Umfeld nutzen kann. Und um hier einen nächsten Schritt zu tun, bedarf es wohl irgendeiner Entscheidung. Ich sage immer, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung, aber dann darf man auch nicht meckern, wenn sich nichts verändert. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.